Hallo, der Sebastian hier. In diesem Video geht es darum, wie du die hier in diesem Artikel genannte Sequenz in 4 Schritten bei dir in Completely einfügst, ohne sie selber händisch zu erstellen. Dazu lade dir als erstes die Completely Einstellungen hier drunter unter dem Video herunter und dann musst du sie im nächsten Schritt einmal importieren. Geh dazu zu den Einstellungen, scroll ein wenig herunter zu Import-Export, wähle dann hier die heruntergeladene Erfolgssequenz einmal aus und wähle dann hier importierte Zielgruppe, dann die Sequenz selber und die Platzhalter aus. Klicke dann auf Importieren und gehe dann wieder zurück zum LinkedIn-Tool. Hier findest du dann deine Erfolgssequenz. Falls sie nicht sofort auftaucht, findest du sie hier unter Übersicht und dann bei Erfolgssequenz. In dieser Sequenz ist schon alles voreingestellt, sprich die Anzahl oder die Tagesanzahl für die verschiedenen Funktionen wird automatisch hochgezählt. Das Einzige, was du ändern musst, ist einmal die Zielgruppe bei Besuchen und Folgen, das gleiche für Vernetzen und dann nochmal eine Dankesnachricht bei Opener und nochmal Follow-up-Nachrichten hinterlegen. Als erstes, um deine Zielgruppe zu hinterlegen, gehen wir zum Sales Navigator, klicken dann hier auf Lead Filter. Dann öffnen sich alle Filter, die es im Sales Navigator gibt. Hier kannst du dann deine Zielgruppe einstellen. Falls du schon eine hast, kannst du sie auch ganz bequem in Completely über das Globus-Symbol öffnen und dann hier einstellen. Ich mache das jetzt beispielsweise für CEOs aus Deutschland. Jetzt habe ich hier mehrere Sachen eingestellt. Einmal Vorstand, Deutschland und das war's erstmal. Für dich gelten natürlich andere Filter. Das musst du natürlich individuell alles einstellen. Wir sehen jetzt hier 120.000 Ergebnisse. Der Sales Navigator hat immer nur 2.500 sichtbare Ergebnisse auf 100 Seiten, A25 Ergebnisse. Aber damit Completely alle erreichen kann, machen wir folgenden Trick. Und zwar sagen wir Personen, mit denen wir interagiert haben, und zwar Profile angesehen ausschließen, weil Completely besucht die Profile, dann werden die besuchten Profile ausgeschlossen bzw. nicht mehr angezeigt, unsichtbar gemacht und neue Profile können dann vernetzt werden im Prinzip. Jetzt nehmen wir hier den Link, kopieren die ganze Zielgruppe in Completely einmal rein, gehen dazu zu der Funktion mit diesem Ausrufezeichen gekennzeichnet, können dann hier den Link einfach reinkopieren und geben dem Ganzen dann einen Namen, zum Beispiel Visit Test. Du kannst natürlich jeden x-beliebigen Namen verwenden. Klick dann hier auf Hinzufügen und das war's. Der Rest ist alles fertig eingestellt. Nur noch aktivieren und jetzt müssen wir die Zielgruppe, die wir oben angelegt haben, nämlich Visit Test, müssten wir jetzt auch hier bei Vernetzen einmal auswählen. Dazu gehen wir jetzt hier auf den blauen Button und wählen die Visit Test Zielgruppe aus. Du siehst auch hier, das ist vom Typ eine Sales Navigator Zielgruppe. Die anderen sind importierte Personendateien, die wir zum Übergeben von einer Funktion zur anderen verwenden. Wir wählen jetzt hier die Zielgruppe aus, die wir auch oben bei Besuchen und Folgen hinterlegt haben, nämlich Visit Test. Steht ja auch nochmal und der Rest muss auch nicht eingestellt werden. Das ist alles automatisch. Nur noch die Zielgruppe oder beziehungsweise die Funktion einmal aktivieren, damit sie auch später laufen wird. Und jetzt müssen wir noch Texte hinterlegen. Dazu klicken wir hier auf die Opener-Funktion. Jetzt müssen wir den Text ändern. Ja. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet. Einfach willkommen in meinem Netzwerk. Das ist ein sehr allgemeiner Text. Den kannst du verwenden, würde ich jedoch nicht empfehlen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wahrscheinlich sehr viele andere Completely-Nutzer den verwenden würden. Ich würde hier so ein bisschen deine eigene Note mit reinbringen. Alternativ kannst du auch hier unter diesem Button weitere Vorlagen laden oder dir Inspiration holen. Gehen wir jetzt davon aus, wir haben den Text ein bisschen geändert und dann drücke ich hier auf Speichern, aktiviere die Funktion und zum Schluss müssen wir jetzt noch die Follow-ups hinterlegen. Der erste Follow-up, das heißt, wenn die Opener, sprich die Dankesnachricht oder die Willkommensnachricht nicht beantwortet wurde, dann geht diese Nachricht hier raus und hier sollte dann ein Pitch bzw. eine Bedarfsanfrage kommen. Ich habe jetzt einfach plump mal geschrieben, wir bieten X von Y an, ist das aktuell ein Thema für dich? So plump bzw. so einfach solltest du dir das natürlich nicht machen. Denk dir hier gerne eine gute Bedarfsanfrage aus. Ja, wenn du Fragen dazu hast oder Hilfe brauchst, drücke einfach hier oben rechts den Support-Button in Completely und dann wäre das die erste Nachricht, die geht nach 2 Tagen raus.
sobald du die Willkommensnachricht geschrieben hast. Und jetzt müssen wir noch ein paar Follow-up-Nachrichten hinzufügen, weil nicht jeder wird sofort antworten. Bedeutet, dass Leute einfach vielleicht am Wochenende sind oder gerade viel anderen Stress haben. Ist auch gar nicht böse gemeint, wenn jemand mal nicht sofort auf deine Opener-Follow-up-Nachricht antwortet. Ja, einfach immer weiter Follow-ups schicken. Was für eine Psychologie dahinter steckt, habe ich hier unten nochmal in dem Video verlinkt. Falls du mehr Informationen zu diesem Thema haben möchtest. Und als Follow-up könnte zum Beispiel eine einfache Nachricht sein, wie ich möchte mich gerne nochmal in Erinnerung rufen. Falls du da Fragen zu hast, lad dir gerne hier unter diesem Button einfach weitere Follow-ups rein als Inspiration. Schreib dir etwas um, damit das nicht von jedem completely Nutzer verwendet wird. Und füge noch weitere 3 Follow-ups mindestens hier hinzu, ja, weil so nach 5 Follow-ups kann die Chance, dass jemand geantwortet hat, sehr hoch sein. Dann klick hier auf Speichern, aktiviere die Funktion und schon kannst du die Erfolgssequenz nutzen. Alles andere wird automatisch passieren. Sprich, die Anzahl wird automatisch hochgezählt, dein Profil wird aufgewärmt. Solltest du mal 1 oder 2 Wochen nichts machen, wird die Tagesanzahl für die verschiedenen Funktionen auch wieder heruntergesetzt. Das heißt, hier brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du unmenschliches Verhalten an den Tag legst auf LinkedIn. Als nächsten Schritt kannst du jetzt zum Beispiel auch eine zeitgesteuerte Sequenzausführung planen. Sprich, wenn du weißt, du hast den Computer jeden Tag von 9 bis 18 Uhr an, kannst du hier zum Beispiel deine Erfolgssequenz einfach jeden Tag automatisch von Completely starten lassen. Wie das Ganze im Detail geht, wird auch hier nochmal in der Anleitung erklärt. Und wenn du alles fertig eingerichtet hast oder du hast Fragen zu der Sequenz, komm gerne in den täglichen Q&A Live Call oder stell deine Frage über den Support-Button.